Puchfans, willkommen zum Puchshop Show. Aber es wird eine Puchshop Show Light. Also wir haben jetzt eine Sendung, die wird nicht so lange dauern wie normal, weil es ist einfach nicht so viel dazu zu sagen. Was machen wir heute? Bevelen, Bevel, Kanten brechen. Ja, wir haben das gefragt an euch und wir haben echt genug Antworten bekommen. Glücklicherweise, Kanten brechen, da war ich nicht mehr drauf gekommen. Ne? Aber das ist, was wir machen heute. Und wieso ist das wichtig? Na, wir nehmen erstmal unsere Zylinder. Ich habe eine normale PSR, was ist es eigentlich? Ein 70 Kubik aus unserem Shop genommen. Und diese Zylinder, viele Leute, das machen wir wieder weg, die bauen das ein. Eigentlich ohne Kanten brechen, bevelen oder bevel auf Englisch. Aber es ist eigentlich sehr wichtig und egal welche Zylinder man gekauft hat oder bekommen hat, vielleicht das Kantenbrechen, das ist eigentlich wichtig, da unsere Zylinder, die sind natürlich geschliffen oder gehond und danach werden die mit Nikasil beschichtet. Und Nikasil ist sehr, sehr hart. Eigentlich noch härter als eine Chromwand, eine Chrombeschichtung. Also, was passiert dann, wenn Nikasil drin ist? Dann macht der Fabrikant nur noch einmal nachschleifen mit so einer Diamanthohn und dann werden die verpackt und gehen die zu uns und dann zur Kunde. Na, das Problem ist, dass unsere Kanäle, wir zeigen das noch später, all diese Ecken, also diese Kanten vielleicht dann, die sind sehr scharf. Na, das ist völlig normal, aber muss man eigentlich ein bisschen abrunden. Wieso? Na, wenn man die erste Meter fährt und hier haben wir Kolben mit Kolbenring und dann kann man so vorstellen, dass die Kolbenring hier natürlich entlang diese Kanäle gleitet. Ne? Und wenn das nicht abgerundet ist oder man hat kein Kantenbrechen gemacht, dann bekommt diese Kolbenring eigentlich die erste Meter. Danach natürlich kommt da ein bisschen Verschließ drin und wird das von selber abgerundet. Aber wir wollen unsere Kolbenring ein bisschen helfen. Ne? Also, das hilft echt und dann ist Lebensdauer und das Risiko, dass der Kolbenring steckt irgendwo, weil es kann natürlich auch ein bisschen, wenn man zum Beispiel einen Zylinder hat, der nicht so schön bearbeitet ist, von Fabrik aus, dann hat man echt ein Problem und dann muss man das entgraten. Ne? Gut, wir zeigen das einfach. Wie gesagt, Nikasil ist beinhart. Man nimmt ein klein Stückchen Schleifpapier und es ist echt 5 Minuten, ne? Aber es ist so viel wert. Schleifpapier nehmen, ein klein bisschen in die Kanäle drücken und einfach so ein bisschen rund gehen. Muss nicht viel sein, aber nur echt die scharfe Ecken wegholen. Ja. Und man sieht natürlich am Nikasil, dass da passiert etwas, aber man holt echt mit einem Schleifpapier 1000, muss ich noch dabei sagen, 1000 Schleifpapier. Ich würde das nicht viel mit einem anderen Wert machen, also grob mit 800 oder 600. Am besten nicht. Ich mache das schon seit Jahren mit 1000 und dann auch hier wieder klein bisschen schleifen, nicht zu lange, braucht nicht. Es ist nur um diese scharfe Ecken so ein bisschen zu schleifen. Lebensdauer von Kolbenring wird echt verlängert und das Risiko auf eine Klemme durch, dass der Kolbenring steckt irgendwo, wird so 0 eigentlich. Ne? Oder es muss natürlich eine andere Ursache haben. Ne? Klemmer kann man immer bekommen, wenn man Abstimmung nicht gut ist, wenn man zum Beispiel bei einer 70 Kubik Schnell oder einer 50 Kubik Schnellzylinder, dass man Ölgemisch nicht gut ist, Düse zu klein,
Zündung nicht richtig eingestellt. Das ist eigentlich, weil immer bei einer 70 Kubik oder 50 Kubik, da muss die Zündung früher eingestellt werden. Ne? Wissen wir natürlich alle. Ne? Und wenn man das nicht macht, ja, dann kann der Zylinder zu heiß werden und hat man ein Klemmer. Okay, aber nicht mehr durch diese Schleifarbeiten. Okay, na, jetzt, man fühlt das eigentlich gleich. Jetzt sind diese Ecken, diese Kanten gebrochen. Oh, Einlass. Haben wir noch nicht gemacht. Ja, machen wir das auch noch gleich. Maar der ist auch wichtig. Speziell ein bisschen an Unterseite. So. Na. Ja, und das ist eigentlich, Leute, das ist eigentlich alles. Und ich denke, dass ja, Lebensdauer wird verlängert. Ja, ich kann nicht sagen, um wie viel Kilometer natürlich. Aber echt, macht das bitte. Kleine Arbeit, 1000 Schleifpapier, Kanten brechen, bevelen oder bevelen. Ne? Ja, und eigentlich war das für heute eigentlich alles. Wenn da noch Fragen sind, natürlich immer, schreibt die einfach in die Kommentare. Ich kann mir so vorstellen, dass er noch etwas Fragen sind. Ja, 1 oder 2 Kolbenringen. Ja, ich denke, das macht eigentlich nichts. Das wird nur besser mit Kantenbrechen. Also, macht das bitte. Neue Zylinder einbauen, Kantenbrechen, Leute. Und ja, wie gesagt, sind da noch Fragen? Schreibt die einfach in die Kommentare oder schicke eine E-Mail an info@buchshop.de. Vergesse nicht zu abonnieren, weil wir wollen mehr abonnierte Leute haben. Ne? Wir haben noch nicht so ganz viel, also ein bisschen dabei wäre kein Problem. Und drücke auf den Klingel, sobald wir eine neue Video online einstellen, bekommst du automatisch eine Notifikation. Also, ja, kurze Sendung, bis zum nächsten Mal. Ciao.